So Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich sage euch, ich habe einige Versuche gebraucht, um das aufzunehmen, weil das Mikrofon nicht eingesteckt war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist der Sound so scheiße? Typischer Fall von Anwenderfehler, ja, das Problem sitzt vor der Kamera, hallo. Und ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall gefixt, das Mikrofon funktioniert, draußen ist mittlerweile stockfinster, aber wir reden heute trotzdem einfach über Abrüt, weil das eine Marke ist, die, ich sag mal, mir so ein bisschen über den Weg gelaufen ist. Ich habe im letzten Video schon drüber gesprochen. Und warum ich euch die vorstellen will, ist, weil die wahnsinnig tolle Düfte haben zu einem echt niedrigen Preis. Aber bevor wir jetzt hier reinstarten, noch eine ganz andere Sache. Ich mache ja immer diese ungeschnittenen Formate. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen starr, wir können ein bisschen mehr Dynamik vertragen. Vielleicht können wir so, wie der Mediziner sagen würde, minimalinvasiv doch schneiden. Ich probiere das bei diesem Video einfach mal aus. Und ihr sagt mir, ob euch das taugt oder nicht. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ja, ist super, machen wir das in Zukunft so. Wenn ihr sagt, nee, das ist Quatsch, das ist mir zu influencerig, dann machen wir es einfach wieder ungeschnitten. Ich rede mich um Kopf und Kragen und wir lassen jeden Fehler drin. So, ihr entscheidet das, schreibt es einfach mal rein. Also, Abrüt bedeutet rohe Kunst, kennt man auch als Outsider-Art, weil es ist so, ich habe im letzten Video natürlich mal wieder einen Fehler gemacht. Es ist keine anti-intellektuelle, es ist anti-akademische Kunst. Anti-akademisch meint, viele Künstler durchlaufen eine akademische Laufbahn. Ja, die kennen die alten Meister, die kennen das Ganze, was es da vor 100 Jahren gab, die ganzen Kunstgattungen und Richtungen und Schlag mich tot. Ich kenne mich da selber nicht so wahnsinnig gut mit aus, das merkt ihr ja gerade. Und damit sind die eigentlich schon verdorben für die Kunstwelt, weil sie nicht mehr aus sich selbst schöpfen, sondern aus dem, was es schon gab. Sie bauen darauf auf. Ja? Sie haben all diese Einflüsse aus der Kunst, die in ihre Kunst fließt. Und das macht die Abrüt nicht, weil das Leute sind, die gar keinen akademischen Background haben, sondern so, ja, deswegen auch Outsider-Art, Leute, die so am Rande der Gesellschaft stehen, Leute in Nervenheilanstalten, in Gefängnissen, mit psychischen Problemen. Ist natürlich nicht immer alles so inklusiv gewesen, wie das heute ist. Das hieß früher sogar die Kunst der Geisteskranken. Und was hat jetzt diese Abrüt, also diese rohe anti-akademische Kunst mit Parfum zu tun? Wahrscheinlich geht es hier darum, dass die drei Jungs, die das hier machen, keine Parfümeure sind, sondern so ein bisschen den Spaß am Duft zum Beruf gemacht haben. Ne? Also ich glaube, einer hat so ein bisschen Kosmetik, Beauty-Background, aber Parfümeure sind das alles nicht. Stattdessen haben sie sich zumindest für die drei neuen Düfte jetzt Flair geholt. Das ist ein Kollektiv aus Frankreich, kennt ihr vielleicht von Sora Dora, von Inouï Nomade und so. Und die haben jetzt 3 neue Düfte gemacht, 5 haben sie aktuell im Portfolio und ich erzähle euch jetzt mal erstmal, wie ich auf die Marke gekommen bin, nämlich hiermit. Das war letztes Jahr, da habe ich dieses Discovery Kit bestellt für 9 € oder sowas. Kam dann ein schönes Paket, da war jetzt dieses, ich sag jetzt mal, ja, das Discovery Kit, das ist ein bisschen, da hat man halt einfach diese Tester da reingeschmissen. Gab auch noch so ein paar schöne Visuals und dann gab es den German Angst, den Disco Disco, Unfinished Business und Idealvorstellung. Ja, das waren die 4 Düfte und ich muss sagen, da ist wirklich, der Name war das Beste an den Düften, denn ich fand die alle wirklich nicht gut. Und damit hatte ich die Marke eigentlich abgeschrieben, ist so das Typische, ne? Ja, Deutsche können wieder keine Parfümerie und ihr kennt mich ja, ich habe ja schon mal gesagt, so bis auf Schwarzlose, was gibt es da eigentlich? In der richtigen Nische gibt es ein bisschen was, aber so von den Großen gibt es da eigentlich, also eine richtig tolle Parfummarke aus Deutschland gibt es einfach nicht. So. Und damit hatte ich dann Abrüt auch wieder abgeschrieben, habe mir gedacht, na klar, das habe ich auch erwartet. Und dann kriegte ich dieses Jahr ein Newsletter und es gab ein neues Discovery Kit. Das sieht jetzt so aus, was witzig ist, weil es sieht eigentlich genauso aus wie vorher, außer dass die Schrift halt ein bisschen dicker ist. Und da sind jetzt plötzlich 2 alte Bekannte und 2 neue Freunde dabei. Den German Angst, den Disco Disco gibt es immer noch, aber es gibt jetzt noch den Chasing Ghosts und den Weltschmerz. So, und dazu muss man wissen, dass der German Angst reformuliert wurde. Der Disco Disco nicht, da kommen wir gleich zu, verstehe ich absolut nicht, warum man den Elfer hat liegen lassen. Und der Chasing Ghost und der Weltschmerz ersetzen die beiden anderen, sind komplett neu. Und dann ist hier noch ein 5. Duft drin, den können wir mal nachgelagert uns mal angucken. Das ist so ein AI-Duft, der war im Rahmen von so einer Ausstellung. Kommen wir später zu. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie diese Flakons jetzt aussehen und warum mich das hier so abgeholt hat. Also das sind diese Packungen, so sehen die aus. Das ist hier der Weltschmerz. Ja, das hier ist der German Angst und dann haben wir hier zuletzt den, der so ein bisschen dreamy aussieht. Das ist hier der Chasing Ghosts. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sieht irgendwie alles aus, als wäre es irgendwie eine Seifenpackung und das stimmt auch. Ich dachte am Anfang auch, huch, komische Packung, aber hinten stehen immer die Noten nochmal mit drauf. Aber dafür spart man halt beim Duft. Ne? Ich glaube, die Dinger kosten so zwischen 80 und 90 € für 50 Milliliter. Man hat extrem hohe Duftölkonzentration. Also der Weltschmerz und der German Angst haben 30% Parfümölkonzentration, der Chasing Ghost 25%, also wirklich viel Parfümöl drin und es ist vor allem alles made in Europe. Das steht hier dann auch nochmal. So, jetzt können wir mal reinstarten. Ich nehme jetzt die Düfte aus dem Discovery Kit.
Ich habe jetzt keine Lust, hier die Flakons die ganze Zeit ein- und auszupacken. Wobei einmal einen zeigen könnten wir schon noch, bevor wir anfangen, ne? Dass ihr die wenigstens mal gesehen habt, wie die aussehen. Die sind sehr, sehr schlicht. Ist jetzt nicht besonders aufwendig. Die Kappe ist ganz hübsch mit so einer Prägung, aber ansonsten sind das einfach ganz schlichte weiße Flakons. Hier steht nochmal das Abrüt drauf. Ja, Duft ist clear, hat keine Farbe und wandert jetzt hier wieder in die Packung. Los geht's. So, ich kippe das jetzt hier rein. Ihr kennt mich, ich bin da ja so ein bisschen... So. Und wir fangen mal an mit dem Weltschmerz. Das ist nämlich auch absolut mein Lieblingsduft. Ich hatte mir hier vorhin extra ein paar neue Teststreifen hingelegt. Ich dachte schon, sie wären weg. So, und zu dem, sie haben natürlich auch tolle Marketingtexte, deswegen müssen wir natürlich darauf auch eingehen. Also hier steht dann, erinnert an die Sehnsucht, die einen überkommt, sitzend auf den liebevoll restaurierten Biedermeier-Sesseln in der Bar Marquess, wo auch immer das ist, wartend darauf, nicht allein nach Hause gehen zu müssen. Okay, daran erinnert es. Und er riecht holzig, würzig, fruchtig. Intensität ist hier als stark angegeben. Pfirsich, Zimtöl, Nelke, Elemiöl, also Weihrauch, ja, Labdanum, Whisky, Ilang-Extraktöl, Ilang-Extraöl. Extra? Okay, Ilang-Extra. Klingt wie ein Beauty-Produkt. Rose, Honig, Tabak, Vanille und Atlas und Virginia Zedernholz. Und wie gesagt, das ist mein absoluter Favorit, hatte ich im Wintervideo schon drin. Hält 1000 Jahre, ist wirklich ein ganz, ganz schöner, leicht busiger, eigentlich eher Pfirsich-Zimtduft. Aber diese Zimt-Nelke-Kombination mit dem Pfirsich ist schon sehr, sehr stark. Die Rose kommt so ein bisschen durch, ist ein sehr schwerer, nicht weihnachtlicher Duft, aber schon ein winterlicher Duft. Ich persönlich habe den wirklich die letzten 2 Wochen sehr, sehr oft getragen, weil der mir gut gefällt und auch dieser Dry-Down mit Vanille und Tabak und diesem Labdanum, dieser leicht harzigen Note. Also holzig, würzig, fruchtig trifft es hier, wobei ich sagen muss, also so richtig, wer bei Frucht an dieses Spritzige denkt, das hat er jetzt nicht so doll. Ne? Der Pfirsich ist so ein bisschen vielleicht ein kandierter Pfirsich. Finde ich aber einen wahnsinnig tollen Duft und ehrlich gesagt, ich glaube 90 € kostet der, wenn man ehrlich ist, wo kriegt man Weltschmerz für 90 €? Ja gut, man kriegt den natürlich jeden Tag umsonst, aber in dem Fall wirklich ein absolut, absolut guter Kurs für so ein Extrait de Parfum. So nenne ich das einfach. Sie sagen ja einfach nur Parfum, aber bei 30% Duftölanteil brauchen wir da gar nicht drüber reden. Dann haben wir Chasing Ghosts. Das ist so ein Kiffduft, glaube ich, oder habe ich zumindest am Anfang gedacht und hat mich total überrascht, weil ist es nicht. Eigentlich soll da so Hanf und Marihuana und sowas drin sein, aber ich finde, der riecht vor allen Dingen nach Haselnuss. Also wenn ihr das nicht wisst, dass das eigentlich so ein eher, ich sag jetzt mal, Betäubungsmittel konnotierter Duft ist, dann würdet ihr das nicht rausriechen. Wobei klar, der Rhabarber gibt so eine leichte Säure, die hat man schon, aber dieses direkte Opening, wenn man den zum ersten Mal sprüht, hat er einfach ein ganz, ganz krasses, grünes Haselnussaroma. Hat dann, wie gesagt, diese Marihuana-Note, Rhabarber, Grapefruit und rosa Pfeffer, eine Solarnote. Das weiß ich auch schon bei diesem einen Liquid Imagine nicht, was das sein soll. Orangenblüten, absolut Tee, ein Reisakkord, weißer Moschus, Kaschmirholz, Ambroxan und moderne Hölzer. Weiß nicht, was moderne Hölzer sind, aber ist auch egal. Pudrig, warm, gourmand, holzig steht hier. Intensität auch stark. Das kann ich bestätigen, Intensität ist stark. So wahnsinnig pudrig fand ich ihn nicht, aber ich finde diese leichte, also gourmandig ist der auf jeden Fall irgendwo, ne? Auch wenn es nicht das ist, was die wollen. Die wollen ja, dass der irgendwie so ein bisschen kiffrig riecht und ich finde einfach, der riecht einfach so schön, so ein bisschen nach so angerösteten Haselnüssen. Mit einer holzigen Basis und tatsächlich auch diese Teenote kommt auch ganz gut durch. Gourmandig grün hat man auch selten. So, dann haben wir hier noch im Angebot den German Angst. Ah, das ist natürlich auch ein provokanter Titel. Wo ist er jetzt? Hat er sich hier versteckt? Da ist er. Und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen ein spritziger, ja, nicht ganz zitrischer Duft, aber doch schon eher mit einer Bergamott. Ein relativ heller Duft. Erinnert an das Gras deines Nachbarn, das schon immer grüner war als dein eigenes. Das finde ich persönlich witzig. Das ist genau mein Humor. Bergamott haben wir, Mandarine, rosa Pfeffer, Wacholder. Und das riecht man auch raus. Dann gibt es eine Feige, nochmal Elemi-Essenz, also auch hier wieder Weihrauch, Pfefferminz, Patchouli, animalische Noten, die ich überhaupt nicht rausrieche. Also animalisch ist hier nichts. Für alle, die da Angst vor haben, braucht er nicht haben. Ist hier nicht drin. Kaschmirholz und auch wieder die modernen Hölzer. Hier haben wir sie auch wieder. Und tatsächlich auch diese Feige kommt so ein bisschen durch. Jetzt nicht so super stark, also ist jetzt für mich kein Feigenduft, ist auch kein grüner Duft. Ne, hier steht Fougère grün aromatisch, aber so richtig Fougère. Es ist ein sehr moderner Duft, also das muss man sagen. Es ist vielleicht ein ganz moderner Fougère, wenn man das möchte. Er ist auf jeden Fall eher so auf der spritzig, frisch, frühlingshaften Seite. Angst macht er mir nicht. Ich weiß auch nicht, warum der German Angst heißt. Also die Titel wirken da so ein bisschen randommäßig gewählt, aber ist ja in Ordnung.
Auch hier 30% Duftölanteil. Klasse. Und jetzt kommen wir zum letzten aus der regulären Range, dem Disco Disco. Der hat mich beim letzten Mal nicht abgeholt, den haben sie auch nicht reformulieren lassen. Und das ist, falls ihr euch fragt, was macht der? Ich rieche den nicht. Ich rieche ihn nicht. Intensität smooth. Nee, Intensität 0. Holzig, pudrig, Weihrauch, Moschus, Patchouli, Iris, Honig, Leder. Erinnert an die glückliche letzte halbe Stunde, bevor die Sonne aufgeht. Die letzten Endorphine ihren Dienst erledigen und bevor einem klar wird, dass es besser ist, nach Hause zu gehen. Hemmungsloser Hedonismus. Ist eh nicht meins. 138 BPM auch nicht. Ich rieche das nicht. Ich rieche auf diesem Streifen nichts, außer den Alkohol. 16% Duftölanteil. Also sorry, wenn ich das jetzt so hart sage, das ist auf Instagram, glaube ich, der beliebteste Duft. Steht zumindest in den Kommentaren immer, Disco, Disco, geil. Aber ich glaube, natürlich, wenn man irgendwie 3 Pappen gefressen hat, findet man das wahrscheinlich super. Meine Nase riecht nichts. Hätte ich reformuliert. Warum denn nicht? Da hätte man doch sagen können, ey Leute, wenn ihr da eh schon bei seid hier, dann macht doch den Disco Disco auch nochmal. Aber ich kann das auch verstehen. Am Ende gibt es dann da wieder irgendwie 3 Leute bei Instagram, die sagen, nein, das war der Beste und jetzt riecht er nicht mehr so wie früher. Ja, natürlich, ja, die hat man immer. So, das ist jetzt dieser I am Jesus. Oh my God. Also versteht er wegen Eau de Toilette, oh my God. Naja. Oh, jetzt habe ich den auch schon wieder im Maul. Mann, ich sprühe mir die immer irgendwie in den Hals. Also bei der Teil im Rahmen der Ausstellung Mind of the Machine haben die den mit dem KI-Künstler BASD Art irgendwie gemacht. I am Jesus. Diese Arbeit war nicht nur ein Zusammenspiel aus visueller Kunst, Poesie und Duft, sondern auch als Experiment. Auch ein Experiment, das die multisensorische Möglichkeit der Kunst auslotet. Na, hier will man es aber wissen. Dass alles so antiakademisch ist, ich weiß es ja nicht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Duft. Also das ist so, der sitzt irgendwie so zwischen den neuen und den alten. Hier haben sie auch nichts über die Intensität geschrieben, nur aquatisch, würzig, pudrig, Sandelholzrose, Pfingstrose, Kiefernadel, Bergamott, Zimt, Moschus, Kirmes, Paradiesapfel. Und ich muss euch sagen, vor allen Dingen diesen Paradiesapfel und den Zimt, das ist ein Duft, der riecht wie ein Weihnachtsmarkt. Den finde ich wirklich richtig schön. Der ist nicht so stark. Das ist ja, wie gesagt, auch einer, der so ein bisschen außerhalb des regulären Line-Ups stattfindet. Aber finde ich klasse. Also wenn die KI solche Düfte macht, super. Zum Glück, muss man an der Stelle sagen, sind die von den menschengemachten trotzdem noch besser. Jetzt sind wir mit allen durch und ich muss euch sagen, also diese 3 Flair-Düfte habe ich jetzt ja wirklich oft genug gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen. Viel Parfümöl, wenig Geld, Verpackung ist egal. Wie gesagt, dafür, die Düfte sind klasse, auch wenn das alles ein bisschen minimalistisch ist. Disco Disco rieche ich einfach nicht. Also wenn ihr Bock habt auf einen Duft, der einfach nach nichts riecht, dann ist das vielleicht euer Ding. Und diesen I am Jesus, ja, kann man machen, ist ein ganz schöner Duft, ist aber eher so ein Gimmick. Also ich würde mich auf diese 3 neuen Düfte konzentrieren. Das ist wirklich Value for Money. Gebt denen mal eine Chance. Ich glaube, das Discovery Kit, was kostet das? Irgendwie 12 €. Also ich will euch jetzt nicht raten, kauft es, sondern ich will euch die Empfehlung geben, wenn ihr Lust habt. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung. Bestellt es einfach, probiert es mal aus. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt jetzt ein bisschen neue Düfte kennengelernt. Ansonsten, wenn ihr Lob, Feedback, Anregungen, Kritik, irgendwas habt, immer in die Kommentare schreiben und dann ansonsten dasselbe Spiel wie immer. Liked gerne das Video hier, ja, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, teilt das Video und dann freue ich mich einfach, wenn wir uns nächste Woche heiter wiedersehen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, alles Liebe, alles Gute und tschüss!